Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Fahrradkultur. Mein Name ist Hans Dorsch. Und meiner Thomas Dorsch. Und wir haben heute eine Gästin und Thomas stellt ihr gleich mal ein paar Fragen. Wie heißt du? Ich heiße Monika Hinz. Wo lebst du? Gerade in Indien, in Mumbai. Und wie lebst du? Das ist eine schwierige Frage. Nee, ich lebe mit meinem Mann. Und wofür lebst du? Ich lebe zum Fahrrad zu fahren. Okay, das habe ich erwartet, Moni. Hallo, freut mich, mit dir zu sprechen. Dass du heute Zeit für uns hast. Gut, gleich vorab. Wir haben, also es ist zwar bei euch in Mumbai jetzt Nachmittag, wenn wir die Sendung aufnehmen, 13:30 oder 13:45 in Deutschland, 1:45 p.m. Aber du bist ein bisschen müde, du warst auf einem Festival. Was war das für ein Festival? Ja, genau. Es heißt Ganpati. Da haben sie den Elefantengott. Die haben dann für 7 oder 10 Tage. Und dann tanzen die, dann tun die Statuen auf dem Wasser und dann verabschieden sie sich davon. Und das ging dann über den ganzen Tag, ganze Nacht, früh morgens auch. Also wir waren draußen, haben das angesehen. Ich habe fotografiert, Videos aufgenommen und das möchte ich gerne allen zeigen, weil es war echt sehr schön und ich habe sowas auch noch nie erlebt. War wunderbar. So, also ich bin dann so 36 Stunden nicht geschlafen, draußen gewesen und viel Spaß gehabt. Deswegen schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Und unsere Höris kennen dich nicht. Und deswegen. Oh, das weiß man nicht. Aber vielleicht kennen dich auch einige Höris, denn du bist in deinem Sport, im BMX Freestyle Flatland, bist du eine Konstante seit über 30, also deutlich über 30 Jahren. Und wie oft warst, wenn ich das richtig sehe, 4-mal Weltmeisterin in deiner Disziplin? Und hast, also wenn ich so durchgucke, unzählige Wettbewerbe, an unzähligen Wettbewerben teilgenommen und gewonnen. Oder auch hier steht überall First. Oh, da steht mal Second. Was war 2007 los? Warum nur Zweite? ...2007, da bin ich wieder angefangen zu fahren, und 2006 eigentlich, weil ich bin dann viele Jahre in Deutschland dann nicht gefahren und dann bin ich zurück nach Ungarn in 2006 und habe wieder angefangen zu fahren. Und muss man alles neu lernen und neue Sachen lernen. Darf ich kurz reingrätschen? Kannst du mal kurz erklären, was Flatland ist, also diese Disziplin? Was macht man da? Manche kennen es vielleicht nicht. Also das ist ein Teil von BMX. BMX kommt aus Kalifornien. In die 70er Jahre haben sie dann mit Racing angefangen, also so auf eine Strecke zu fahren. Und dann später haben angefangen, Tricks mit dem Rad zu machen. Und erst überall gesprungen und dann haben sich so verschiedene Disziplinen entwickelt, so Rampenfahren, Halfpipe, Dirt, so überall, wo die jumpen. Und dann haben sie auch auf dem Boden Tricks gemacht. Und das heißt Flatland. Und das ist, was ich auch mache. Ich mache Tricks auf dem Boden, schnell drehen, auf ein Rad zu fahren, ein Rad zu drehen, Okay. Richtung wechseln. Da habe ich später noch ein paar Fragen zu, aber
Thomas hat einiges so zu deiner Geschichte aufgeschrieben, oder? Thomas, wolltest du da mal mit weitermachen dann? Ja, es ist ein bisschen, ich hatte ein bisschen das Problem irgendwie dein Leben und dein Sport, ob man das voneinander trennen kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist untrennbar. Ich habe gelesen, 1988 hast du, ja, Mein Leben ist der Sport. 1988 hast du wirklich angefangen, BMX zu fahren. Und dein Bruder hat dich inspiriert, habe ich gelesen, und deine Familie dich unterstützt. Das Besondere ist, dass das damals ja in Ungarn war. Und für uns, also für mich in den 80ern war Ungarn immer noch irgendwie kommunistisch, von der Sowjetunion unterstützt oder wie auch immer. Ja, ich erinnere mich noch. Ja, genau, das war Ende der Kommunismus. Ungarn ist gerade frei geworden. Also wir durften dann auch angefangen zu reisen. Und dann, da konnte man noch nicht so viel Geld, wie wir wollten, so umtauschen. Das ging damals nicht. Jeder hatte so eine kleine Budget. Und da haben wir die ganze Familie das zusammengetan und nach Wien gefahren und mein erstes so richtiges BMX gekauft. Okay. Also das war ein sehr großer Schritt. Aber in 88 habe ich mein erstes BMX bekommen. Das war eine ungarische BMX. War sehr schwer damals ein BMX zu bekommen. Auch mein Bruder, er hat das für sich entdeckt und da haben die das auch hinter den Laden eingekauft, weil das, wenn da im Laden war, das war dann in 5 Minuten weg. Und dann Also es war so schwierig. Und dann wollte ich auch eins haben und dann habe ich das in cool, 88 bekommen. Und da hat es angefangen mit der Freiheit. Da durften wir was machen, durften wir reisen und durften auch wieder zusammentreffen und was machen. Also was ich tatsächlich an so einem Umbruch nur wahrgenommen habe, war damals die Grenzöffnung zur DDR, also diese innerdeutsche Öffnung, dass sich da eben ein Staat geöffnet hat. Und es war schon beeindruckend. Wie hat sich das für dich als Ungarin angefühlt? Damals 89 war das dann, glaube ich, steht in Wikipedia, wo dann wirklich das Land den Wandel zur Demokratie gemacht hat. Ob es das jetzt heute noch ist, weiß man nicht, aber egal. Ihr konntet dann reisen und du bist auch sofort losgezogen, ne? Ja, ich erinnere mich noch sehr daran. Es war im Fernsehen, alle aus Deutschland und überall sind die nach Ungarn zum Balaton gekommen und dort Verwandte getroffen. Das war so eine Hub, wo die sich dann treffen konnten. Und das hat dann irgendwie ausgelöst, dass die Grenzen geöffnet wurden, weil dann war keine Halt mehr. Das erinnere mich noch im Fernsehen zu sehen. Ja, dann bin ich schon gefahren. Also wir waren meistens beschäftigt mit unseren Radfahren und wir waren auch Kinder. Und meine Kindheit war auch sehr schön. Also ich habe von der Kommunismus nicht so viel gespürt, weil eigentlich wurden die Kinder auch gefördert. Da waren immer Camps und immer was los. Also es war für die Kinder eigentlich nicht so schlecht. Für Erwachsene, ich glaube, ganz schön schlecht. Also die durften dann halt gar nichts. Aber für uns, es war schön und unsere Eltern, die waren immer sehr hilfreich, immer unterstützt. Was auch immer wir angefangen haben, wir durften das machen. Und die haben uns dann auch geholfen, unsere Ziele zu erreichen.
Deswegen, für mich war meine Kindheit einfach sehr schön. Und das hat dann Flüge genommen mit BMX. Das hört sich toll an. Also wenn ich so sehe, du hast dann eben BMX angefangen und, und dann hast du 1991 schon deine erste Weltmeisterschaft gewonnen und das war in Dänemark aber, ne? Ja, genau. Also in 88 habe ich angefangen. Ja, 88, Oktober oder so habe ich mein Rad bekommen. Und im Januar 89 haben wir den ersten Show in der Schule schon gehabt. Also da konnte man noch nicht viel machen, aber einige Tricks haben wir schon abgeguckt im Fernsehen und hier und da. Also da war auch noch nicht so viel zu erreichen damals. Und im Februar, da hatten wir unser erste richtige Show in meiner Schule. Da durften wir drin fahren und da war die ganze Schule, haben dann das angesehen. Da habe ich auch einige sehr schöne Videoaufnahmen davon. Und da waren in Budapest schon einige Fahrer, die sehr gut waren und die sind dann auch gekommen zu dem Show und dann gekommen und wir haben so eine kleine so BMX School gehabt. Die sind dann, weiß ich nicht, alle Woche oder alle 2 Wochen mal für ein paar Stunden gekommen und haben uns Tricks gezeigt. Und dann hatten wir im Sommer auch Camp im Velence. Das ist eine kleinere Lake, in Ungarn. Da waren wir dann den ganzen Sommer. Da habe ich die meisten Tricks gelernt, also die ganzen Tage nur Rad gefahren und gelernt und Spaß gehabt. Und meine Mutter war immer dabei. Sie hat das dann organisiert für uns. Und dann, da haben sie auch gesagt, also in Budapest, da war ein Mann, der das für die ganze Ungarn organisiert hat und er sagte, dass da keine Mädchen sind und ich soll dabei bleiben und auch internationale Wettkämpfe mitmachen. Das haben wir dann auch gleich gemacht und in 89 in Wien war das erste Contest, wo ich mitgefahren bin mit den Jungs. Da waren keine anderen Mädels und da bin ich Zweiter geworden. Also da waren immer Altersgruppen. Und in 90 dann war in Cannes der Weltmeisterschaft. Da bin ich auch mitgefahren. Und da waren einige Mädels, 2 andere. Da haben die Mädchenkategorie gemacht. Bin aber beide mitgefahren, mit Jungs und Mädchen. Und damals konnte ich keine Sprachen, nur Ungarisch. Und habe ich irgendwie nicht so die Situation verstanden. Und erstmal habe ich meine harte Tricks gezeigt, so eine schöne Run gemacht. Und dann haben sie dann irgendwas gesagt, dass ich nochmal erfahren muss. Und dann habe ich meine Showtricks rausgeholt, so nicht so harte Sachen. Und dann bin ich irgendwie in Mädchenkategorie Letzte geworden und ich glaube in 7. oder sowas mit dem Jungs. Und da war ich, habe ich das Ganze nicht so verstanden. Und da haben sie dann mir erklärt, dass der eine Judge noch nicht da war und da mussten wir das Ganze neu machen. Und das habe ich dann so vermasselt. Ja. Und dann in 91 sind wir nach Dänemark gefahren und da habe ich dann gewonnen. Hast du da dann, hast du da dann noch in Ungarn gelebt oder wo hat's dich dann immer hingezogen? Ja, in Ungarn gelebt bis 94 und dann bin ich nach Deutschland gezogen und 20 Jahre in Deutschland gelebt. Also und seit 10 Jahren nicht mehr in Deutschland, wieder in Ungarn. Beziehungsweise jetzt in Mumbai. Du hast ja während dieser Jahre dann in Deutschland eben ja regelmäßig, also die Weltmeisterschaften, wie oft finden die statt?
Gibt es da ein System? Also früher war das jedes Jahr in einem anderen Land. Und dann hat meistens Köln das organisiert. Der Stefan Prantl hat die Organisation auf sich genommen und hat dann sehr große Events daraus gemacht. Also das ist weltberühmt und es ist sehr spaßig, da mitzufahren. Also wir haben das immer geliebt und ich habe ihm auch fast jedes Jahr geholfen, hier und da mal ein bisschen judgen oder in der Organisation mitgeholfen. Und das war eigentlich so meine kleine Ich lebe Hans, ja, du, Hans, BMX-Familie. du warst ja begeistert von diesem quasi Autoscooter Layout der Flatland-Fläche auch, ne? Die mal in ja, Köln war. ich lebe ja in Köln und das ist quasi, also direkt gegenüber auf der anderen Rheinseite quasi von dem Gelände, auf dem das war. Das war Oh, im wow. Jugendpark, hieß das, ne? Und ich meine, ich hab jetzt als kurze Ja, Vorbereitung genau. habe ich mal ein bisschen nach Videos geguckt und habe da eins von 2019 gesehen. Da da warst du auch dabei. Und da hatten sie so einen Autoscooter aufgebaut für die Flatland-Disziplin. Und das fand ich ziemlich gut. Also ist das ist wahrscheinlich, Ja, genau. Ja, es das war ist gut wahrscheinlich vom gemacht. Untergrund her War auch ganz schön zu gut, fahren. oder? Zum Rollen. Ja, genau. Also das ist sehr wichtig für uns, dass die Fläche eben ist. Und das war meistens schwierig. So draußen jedes Jahr hat es mal geregnet und dann wird es wellig und da Mhm. kann man dann nicht so stabil fahren. Und da haben die das wirklich gut gemacht mit dieser Und das Ja, und sieht da Scooterfläche. natürlich war, auch, Und Flatland war eigentlich immer aha, so ein Problem äh, in die Events. Also früher hat Flatlands so, konnte man so nachverfolgen, was da losgeht. Und da habe ich dann auch gemerkt, so in die Ende 90er, 2000, da hat sich dann alles geändert. Es hat, es ist schnell geworden, so kompliziert. Und auch die Zuschauer, die können das nicht so richtig verfolgen, was die Fahrer da so machen. Es geht so schnell und so schwierig und man weiß nicht, was ist schwieriger und es sieht nur gut aus oder richtig schwere Tricks sind. Und deswegen war Flatland nicht so spektakulär. Und da haben sie dann Flatland auch öfters mal rausgenommen aus der Event. Und da haben dann viele auch protestiert und auch einige Fahrer sich zusammengetan und Sponsor gesucht und eine Fläche aha. aufgebaut. Also das war immer ein bisschen schwierig mit Flatland. Aber das ist auch die schwierigste Disziplin von BMX, kann man so sagen. Also da übst du einen Trick für Jahre, und bis du das beherrschen kannst. Und das ist, was die Zuschauer nicht sehen können, wie schwierig das ist. ja, Zuschauer haben ja auch eine gewisse Zeitspanne, die sie überhaupt konzentriert zugucken können und wollen. Und also dieses Format, und du kommst vielleicht noch darauf, wo sich's aktuell befindet, das Flatland, also dieses Format, was du da auch gesehen hast mit dem Autoscooter und ordentlich Sound, gute Musik, das ist natürlich was für Zuschauer auch cool ist. Ne? Dass wenn, Ja, sie versuchen so die verschiedene Formate. So meistens du hast einen Zeitraum, so 1,5 Minuten oder 2 Minuten oder 3. Und dann musst du deine Tricks zeigen. Und da machen sie auch ein Battle-Format. Da müssen immer zwei Fahrer gegeneinander fahren und dann einer gewinnt und dann der nächste Runde. Also dann versuchen die das ein ja, bisschen so interessanter zu machen. Aber am Ende ist immer nur Dieses eine Battle-Format habe ich Gewinner. auch gesehen. Das äh, das ist so ähnlich wie heißt es Breakdance?
Das heißt, Breaking heißt, ja, bei den Olympischen Spielen, da hieß es zumindest Breaking. also da sind zwei, also in meinem Fall habe ich zwei Leute auf der Fläche gesehen, bei denen, da hat immer eine Person einen Trick gemacht und dann die nächste oder ein Move oder wie es heißt und dann die nächste. Hm. Ja, hat mich jetzt an die Rappen erinnert. Ja, So Ja, eine rappt und also sagt was und dann der andere kommt und sagt was. So machst machen du die das das auch auch? mit BMX. Und wenn die absteigen, dann, ah, ich glaube, meistens hab ich meine Minuten gehabt und das war's. Aber wenn du dieses Battle-Format machst, mhm. dann, wenn du Mhm. absteigst, dann musst du aufhören, dann der nächste kommt. Also wenn du so richtig lange fahren kannst, dann ist Ah, es das sehr heißt, es gibt, hilfreich. ich glaube, ich habe da auch eine Uhr mitlaufen sehen. Also da gibt es irgendwie eine Zeit und wenn jemand zum Beispiel da eine Minute rollt, ohne vom Rad abzusteigen, dann hat der zweite gar keine Chance mehr. Kann das sein? Weiß ich gar nicht, ob er dann auch eine Minute bekommt oder vielleicht läuft das dann auch ab, weiß ich nicht. Das habe ich nicht so mitgefahren, aber jetzt war ich in Japan im Dezember mitgefahren und da hatte ich dann 1,5 Minuten, aber wenn der 1,5 Minuten fertig waren und ich war immer noch in den Mhm. Combo, Okay. dann durfte ich das bis zu Ende führen. Also das kann dann auch länger gehen. Das ist eigentlich schön, weil wenn du das kannst, dann kannst Japan, du. hast du erzählt, war ziemlich spannend für dich. Und das, Du warst da eingeladen. ja, ich war jetzt zweite Mal in Japan. Ja, genau. Mhm. Also ich erzähle ein bisschen was darum. Also ich war gerade in Ungarn, habe bei Giant Bicycles äh, gearbeitet in der Qualitätsabteilung, als ich meine Einladung für Japan bekommen habe. Und in der Werk habe ich selber schon, also die kannten mich schon und ich durfte drin fahren. Die waren echt begeistert. Immer wenn wir Radfahren gekommen sind, also nicht, dass wir das einfach dürfen, aber die waren echt froh darüber. Und als ich die Einladung bekommen habe, da dachte ich, ich kann nicht Radfahren und arbeiten, ich muss ja dafür dann trainieren. Und von der Arbeit, da waren wir immer so erschöpft. Wir hatten da 48-Stunden-Woche teilweise und das war einfach zu viel. Und dann dachte ich, ich habe jetzt 3 Monate, mich vorzubereiten. Ich kann dann nicht arbeiten. Ja, ich muss dann kündigen. Dann habe ich das den nächsten Tag auch gemacht. Dann habe ich gekündigt ganz schnell. Das war ein bisschen zu schnell. Und da wollte ich nach Japan und diese Wettbewerb mitzufahren, weil ich habe ja die Einladung bekommen, da dachte ich, da muss ich dann auch hingehen. Und dann, es war sehr schwierig, den Job zu verlassen, weil es war ein sehr guter Job, so in der Qualitätsabteilung. Wir haben dann auch Prototypen aufgebaut und dokumentiert für die erste Darf ich dich kurz Production. Und unterbrechen? es war auch ein sehr schönes Team. Nämlich unsere Aber ich Höris dachte, ja, kennen vielleicht Giant, haben es vielleicht schon mal gehört. Giant ist der größte Fahrradhersteller der Welt. Oder zumindest einer der größten Fahrradhersteller der Welt. Ich weiß nicht, in genau. wie vielen Ländern sie Produktionsstätten haben. Also sie haben in Taiwan natürlich, da kommen sie her, in China, in Vietnam, in Holland, und eben auch in Holland Ungarn eine haben große wir auch. Produktionsstätte. Und du hast ja ähm, Ah, was für ein Genau, Zufall, in ne? meiner Heimatstadt. Und ich wollte es nur erklären, dass eben Giant schon Genau. ein Riesenladen ist, ne? Und ja, und du hast dort eben
auch fahren dürfen in den Hallen dort? Oder wo war das? Also wir sind dann mit meinem Mann zusammen, er hat da auch gearbeitet, wir haben auch zusammengearbeitet und in der Rezeption, da war auch eine schöne Fläche, große Fläche äh, und da durften wir dann fahren. Nach dem Arbeit Nicht schlecht. oder vorm Arbeit, und auch immer wir wollten. Das Okay, heißt, dich hat's Ja. auch zum Arbeiten, dich hat auch bei der Arbeit, ich weiß nicht, das war jetzt eine Station, aber da hattest du auch mit dem Fahrrad zu tun. Ja, genau. Also ich bin dann vom Anfang an alles gelernt, habe dann in die Linie angefangen für 2 Wochen. Mhm. Dann habe ich dann Räder gebaut, also jede Station durchgegangen. Da habe ich dann auch meine Hand ein bisschen kaputt gemacht von der viel Schraubereien. Und dann habe ich dann die Fahrräder dann geprüft, also alles dokumentiert in SAP. Und dann habe ich angefangen in der Line Special, das ist, wo die erst Fahrräder aufbauen und auch für Ausstellungen oder so irgendwelche spezielle Bestellungen und auch die Prototypen bauen für die erste Herstellung. Und das haben wir dann auch dokumentiert und auch mit der Linien dann zusammengearbeitet, wenn die das produziert haben und geholfen, wie das Zusammenbauen sein sollten. Also das war eine echt spannende Aufgabe. Und dann habe ich auch die Ehre, dass die neue Mitarbeiter schulen durfte, weil ich bin dann fast jede Station dann durch und dann konnte ich die vorbereiten, weil früher haben die dann gleich in die Linie angefangen und das war dann ein bisschen schwierig. Die hatten keine Ahnung, was die da so machen müssen und teilweise auch nicht so richtig gelehrt. Und dann habe ich ein bisschen Also so Linie Einführungen für nur die auch für gemacht. das ist eine Montage. Und Also ja, da also bist du an der Montagelinie, nimmst meinetwegen den Fahrradrahmen oder der kommt angefahren und dann baust du Sattel, Bremsen, Schutzbleche oder so an. Ist das richtig? Ja. Ja. genau, so es kommt dann an in Boxen und dann wird alles äh, in jede Station was aufgebaut und dann geht die Linie runter und dann ist das Rad fertig, kommt in den Box und Mhm. wird dann weggefahren. Und dann da haben wir dann immer, wo das in der Box schon war, eine rausgenommen und dann geprüft, ob das alles richtig gebaut ist und wenn nicht, dann haben wir dann Bescheid gesagt und Okay. geguckt, dass die Qualität halt gut ist. Und wir haben so gute Arbeit gemacht, auch in der Line Special, dass die Bestellungen für irgendwelche Ausstellungen dann Mhm. in einem Monat verdoppelt haben. Nicht nur verdoppelt, ich glaube, wir hatten erst Oh, 11 Fahrräder und dann haben sie dann 60 bestellt. Also diese Tests haben sie dann in mehrere Werken gemacht und unser war dann die beste. Also ich mit meinem Mann, da haben Ah wir ja, gute Arbeit geleistet. okay. Wir haben da nicht durchgehen lassen Also dann hast du und, aber und dort genau erstmal geguckt. gekündigt, weil du einfach Zeit brauchst zum Fahrradfahren. Wie viel Zeit braucht man zum Trainieren jeden Tag, damit was aus einem wird? Also wenn ich so eine Stunde wenigstens fahren kann, das ist einfach, dass ich mich warm fahre. Also 2 Stunden ist dann schon etwas. Aber das ist nicht nur diese Fahrzeit. Ich muss dann auch gute Entspannung dann haben, sonst die Muskeln machen dann nicht mit. Und gutes Essen, gutes Schlaf und auch Sonne, Vitamine. Also die sind sehr wichtig zum Radfahren. Und da wir immer früh aufstehen mussten und dann zum Arbeiten, dann nach Hause und dann Essen machen und dann müde und schlafen und dann das Ganze nochmal. Also das konnte ich, also wir sind schon rausgegangen zu fahren, aber das konnten nicht so richtig, wir waren dann müde. Und dann, mein Mann ist dann weiter
zum Arbeit gegangen und ich war dann zu Hause. Dann habe ein bisschen länger geschlafen und dann gefrühstückt und dann gleich rausgegangen, Rad zu fahren. Und als er gekommen ist, dann bin ich nach Hause und dann sind wir nochmal raus. Und er konnte dann immer nicht fahren. Er war auch verletzt von nicht genug Rest und nicht genug sich zu erholen. Also er konnte nicht fahren. Und ich konnte dann die 3 Monate fahren und vom ersten Tag, wo ich angefangen habe, habe ich das dokumentiert und jeden Tag irgendwas gepostet, dass ich fahre. Also da habe ich dann Stories für jeden Tag, bis wir nach Japan gekommen sind. Und da auch, dann habe ich dann das weitergeführt. Und aus Japan sind wir nach Indien gefahren, weil das war ein bisschen näher. Und da habe ich dann auch weitergemacht. Und hier habe ich auch BMX-Freunde, sehr viele. Also ich war hier schon 5. Mal in Indien. Mein Mann fährt auch ein BMX und ich kenne die Szene hier. Ich war in 2013 erste Mal hier. Und der eine BMXer, er macht den Instagram professionell, kann man so sagen. Er hat 5 Millionen Verfolger und er kann davon leben. Und da dachte ich, das könnte ich mal auch mal ein bisschen versuchen, ein bisschen Content zu machen. Und da haben wir dann auch die erste Video gemacht und das hat 11,2 Millionen Okay. Plays. Wir, Und dann dachte ich, ja, das könnte ich auch mal ausprobieren. Und dann sind also wir wir, nach wir Indien werden, zurückgekommen. wir, nur kurz, Monika. Aber Wir werden ja, Links sowohl zu deinem Instagram als auch zu anderen interessanten Profilen von dir über dich werden wir in den Shownotes für unsere Höris teilen. Und weil es ist tatsächlich spannend, dann von Instagram, wenn man dann bei dir ist und zu anderen Sportlerinnen und Sportlern landet, das ist schon cool. Aber erzähl noch mal kurz von Japan bitte fertig, wie das war dann. ja genau, Japan habe ich noch nicht umgegangen. Ja, also Japan ist sehr, ich habe schon immer gesagt, ist ein anderer Planet. Also ist sehr besonders. Und dieser Wettbewerb, wo ich eingeladen war, das war in einem Baseballstadion. Das hat noch nie gegeben. Und der das organisiert hat, der Yuhei Ochino, er hat das so schön gemacht und wirklich für die Fahrer gesorgt. Und das war was ganz Besonderes. Also in der Locker Room, da haben wir, also die Umkleideraum, da hat jeder einen Stuhl gehabt, so wie der Baseballspieler das haben. Und wir hatten ja kein Jersey da, aber jeder hatte ein Plakat mit den eigenen Namen drauf und kleine Geschenke auf dem Stuhl, so ein Cap von der Veranstalter und ein Armbanduhr von Casio und G-Shock. Ich zeige ich mal. Das hat jeder Fahrer bekommen. Also das war echt unglaublich. Und das war eigentlich kurz vor Weihnachten, also so ein Tag vor Weihnachten. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Weihnachtsgeschenk für alle. Das war also so schön. Und das Wettbewerb, das war auch so, die Fahrer in Japan, die sind so lieb, so hilfsbereit und respektvoll. Das gibt's nirgendwo anders. Das ist echt unglaublich. Und die halten so zusammen und helfen einander und die bringen die Tricks auch bei. So, da sind sehr, sehr viele kleine Kinder, die lernen von den Großen
Da sind überall BMX-Schools. Also das ist so organisiert Jetzt wie ist es ja so, nirgendwo. Das also ist echt unglaublich. in Deutschland oder auch in anderen Ländern wahrscheinlich ist ja jetzt BMX nicht so ein Massensport. Ist das wie ist denn dann die Verbreitung in Japan oder wie wird der dort wahrgenommen, der Sport? Ist das anders als in anderen Ländern? Completely anders. Das ist so organisiert, also sie halten so zusammen, das ist der größte in der ganzen Welt. Mhm. Also du denkst, es kommt aus Japan, weil das ist so perfekt gemacht und die wissen auch, wie die Kindern die Tricks beibringen können. Und da sind sehr, sehr kleine Kinder, so Kindergartenalter, die fangen schon an. Und bis die 10 Jahre alt sind, die sind schon im Pro-Level. Also das ist echt unglaublich. Und die haben dann angefangen, viele Mädchen in den Sport zu bringen. Also da sind so viele Mädels jetzt. Also früher da waren gar keine und dann einige. Jetzt sind sehr, sehr viele. Und die sind alle sehr, sehr lieb. Das ist, Einfach so süß. das ist bei Skateboard, glaube ich, ähnlich. Kann das sein? Weil ich guck, ich guck nicht so, ich guck Ja, nicht so glaube ich viel, auch, also ja. auf Also sie sind auch sehr meine gut im Reels, die Skateboard. laufen, kommt hauptsächlich BMX, aber auch Skateboard ab und zu mal vorbeigeflattert. Und dann bei den Olympischen Spielen eben ist ja Skateboard jetzt auch schon das zweite Mal, glaube ich, eine Sportart. Und beim ersten Mal, da waren, glaube ich, die Gewinnerin war 13 oder so oder 14. Es war auch eine Japanerin, wenn ich mich nicht täusche. Und auch beim BMX, Hm. die Mädchen sind unglaublich jung. So, auch so, beim BMX hat also Flatland ist nicht olympisch Ja, bisher. ja, Also es ja, ist ja. ja Street olympisch und Race. Aber Also das hat, ich glaube, ja, nee, sprich, ist okay. Entschuldige. Also die sind alle unter 13, Verrückt. würde ich sagen. Und das hat ungefähr vor 10 Jahren angefangen in Japan. York Uno, das ist der eine legendäre Flatlander, hat die erste Schulen dann eröffnet. Und das hat sich dann den Lauf genommen. Dann haben alle gute Fahrerschulen eröffnet. Es gibt überall. Und sie haben sehr viele Veranstaltungen, so jeden Monat 1, 2 Competitions müssen die da mitfahren. Also das ist sehr organisiert. Und dann sind sie auch gut trainiert. Und wir haben, als wir in Japan waren, da haben wir alle Fahrer gefragt, warum Japaner so gut sind. Wir haben sie dann sehr gefragt, was sie so sagen. Und der eine sagte, das ist der Persönlichkeit. Und ich glaube, da haben sie recht. Also die haben eine ganz andere Mentalität für die ganze Sache. Und auch die kleinen Kinder, alle fahren mindestens 2, 3 Stunden am Tag. Jeden Tag. Und die Mütter, die kommen mit denen mit zum Spot und schauen an und machen Videos. Und das ist echt unglaublich. Das gibt's nirgendwo. Aber die haben auch alles da. Also die haben alle, die Infrastruktur ist da, also die haben Fahrräder, die haben keine Probleme, so nachzudenken, wo fahre ich jetzt. Also die haben alles da und jede Hilfe ist da. Also ist auch ein bisschen erleichtert für die Kinder. Und deswegen kommen sie so gut voran. Also hier ist so in India ist das Gegensatz in jede Sicht. Wirklich. Wie ist es so? Du bist jetzt keine 13 mehr, aber Flatland BMX kann man ja länger machen, ne? Also ich sag mal im Vergleich zum Street oder so, man Ja. bricht sich möglicherweise nicht so viel Knochen. Ja, ich glaube, es ist nicht so ganz hart an dem Körper wie anderen Sportarten. Und wir halten uns auch mit Training dann
fit. Also ich habe auch einen Trainer aus der USA, er fährt auch Flatland. Erzähl mal, wie läuft dann dein Training ab? Also ich kriege dann durch eine App die Aufgaben, was ich dann machen soll und welche Tage er plant das, welche Tage, welche Aufgaben. Geht dann für eine Stunde oder wenn ich langsam mache, 1,5 Stunden. Und das hilft dann, bestimmte Muskeln aufzubauen oder so Ausdauer aufzubauen. Und Mhm. dann kann ich so länger fahren. Und das habe ich dann mitgemacht, auch als ich für Japan trainiert habe. Aber ich verletze mich irgendwie auch zwischendurch mal. Also seit Corona habe ich mich öfter verletzt. Und dann komme ich da raus und das dauert dann wieder länger, bis ich drin bin. Also da muss ich ja Mhm. irgendwie das aufbrechen. Aber ich komme dann auch wieder zurück und dann baue ich wieder auf. Also das Leben ist nicht so planbar und da muss man immer alles neu anfangen. Und wenn du trainierst, fährst du dann, also auf dem Rad, fährst du dann alleine oder mit anderen zusammen? Also als ich für Japan trainiert habe, da musste ich alleine fahren, weil da war ja keine andere. Aber ich mag auch alleine, aber auch mit anderen. Also anderen, das, wir nennen das ja Jam. So einer geht rein, macht einen Trick und der andere versucht es auch zu machen. Also das ist sehr gut zum neue Sachen zu lernen von den anderen. Aber wenn ich richtig fokussieren muss, dann mache ich das alleine. Oder wir beide gehen draußen und fahren, aber jeder macht den eigenen Trick und dann zeigen wir dann auf einander und dann helfen wir. Du musst das dies machen oder das machen. Also das ist immer verschieden. Und auch auf den Wettkämpfen, das ist sehr, sehr hilfreich, anderen zu treffen, weil dann kann man von den anderen was lernen. Hast du eigentlich einen Signature-Trick? Ich habe, ist nicht keine große Trick. Also kennst du Peg Willy? Also Manual, Ja. ich weiß, dass du das kannst. Also aus dem Hinterrad zu rollen. Und dann haben wir, es heißt Pegs auf Mhm. dem Wo man Hinterrad, sich draufstellen so kann. eine Achsverlängerung. Und das ist ja wie Einradfahren, aber wir rollen auf genau, also ziehen die hoch, die Vorderrad, und dann rollen wir auf dem Hinterrad, stehen auf dem Peg. Mhm. Also das ist so der Basic Trick. Das habe ich dann so entwickelt, dass ich nicht auf dem Peg stehe, aber auf den Rahmen, der Chain Stand, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also ich steh da drauf und dann mache ich den Trick. Und ich habe einen Rahmen aus Japan, den Ares Garuda, ist ein sehr alter Rahmen und das hat eine sehr schöne Geometrie. Also Thomas kennt das, er hat da auch einmal eins für mich gefixt. Ich erinnere mich, der hat den Riss. Ja, es war nicht mein Rad, aber ich habe das abgekauft. Ich wollte nicht, dass das ganz kaputt geht, habe das gekauft und der Thomas hat das für mich dann Aha. mit Silber dann genäht. Und ich habe von den Rahmen, also nicht das gleiche, aber so auch ein jüngerer Modell, die ich jetzt fahre, aber ich habe 4 Rahmen. Also ich würde gerne alle haben. Also es ist sehr schön und es wird nicht mehr gebaut, deswegen fahre ich das so lange ich das kann. Also ich kann dann auf dem Mhm. Rahmen so stehen wie auf keinem anderen Fahrrad. Und das habe ich dann als Signature Trick dann gemacht. Und ich kann das auch beide Seiten machen, weil beide Seiten fahren ist auch Ja. schwierig. Das ist ja wie mit rechts und links schreiben. Da muss man alles neu lernen. Und ich versuche beide seitig
zu lernen, weil das ist dann besser für den Körper, nicht so einseitig. Und ist auch schwieriger und gibt aber auch mehr Möglichkeiten dann zum Kombinieren. Also das ist mein Signature-Trick. Ich habe dann noch einige im Kopf, aber da muss ich echt viel üben. Ja, aber das ist cool. Vielleicht noch eine Sache zu den beidseitigen Sachen. Das ist zum Beispiel was Leute, die zuschauen, ja überhaupt nicht wahrnehmen. Die erkennen ja gar nicht, ui, das war jetzt aber schwer, weil normalerweise hat sie den rechten Fuß vorne zum Beispiel. Aber Judges bewerten das, oder? Genau, und das macht die Schwierigkeit dann. Also sie müssen das sehen, dass das eine andere Seite ist. Also meistens die Judges, die kennen die Fahrer auch. Die sollten auch wissen, welche Tricks von wem kommt, weil Originalität ist auch eine wichtige Sache, wenn du das bewertest. Und das ist dann auch ein Kreativsport. Also deswegen entwickelt sich auch so schnell und dann wird es ein bisschen unsichtbar. Also du musst dann auch ein bisschen Geschichte wissen, wer was gemacht hat und dann wer das auch weiterentwickelt hat. Was meistens dann mit Style dann ein bisschen überbewertet wird, würde ich mal sagen. Aber am Ende ist dann, wer was halt am besten mögt. Also Judgen ist echt schwierig. Ich habe das auch versucht so zu erlernen. Und ich auch helfe am Wettbewerben zu judgen. In Japan habe ich auch gejudged. In Cologne auch und in Stuttgart auch, in Braunschweig auch. Also einiges Mal habe ich gejudged. Und das ist echt schwierig. Da musst du echt konzentrieren, jedes Trick, was der macht, wie der dann kombiniert und was da alles so hintersteht. Das ist echt schwierig. Das ist sicherlich auch ein Unterschied, ob von einem Wettbewerb zu einer Show. Weil viele unserer Höris oder manche unserer Höris kennen vielleicht Flatland-Shows. Die gibt's ja auch mal in Einkaufszentren oder im Zirkus oder auf Messen, auf Fahrradmessen zumindest oder so, dass einfach hier eine Truppe eingeladen ist und die machen dann alle Stunde eine Show und da ist ja nicht unbedingt so, dass die schwersten Tricks gezeigt werden, oder? Also Shows sind anders. Also da möchten wir dann zeigen, wie cool BMX ist. Also es ist eigentlich cool, weil das ist was ganz Besonderes und viele kennen das vielleicht von Fernsehen, von Films. Also da haben wir das dann auch abgeguckt. Und das ist immer schon eine sehr gute Möglichkeit, das Leute zu zeigen, was BMX ist und die begeistern. Und vielleicht dann auch die neue Generation dann von da gewinnen. Und da machen wir dann Tricks, die halt gut aussehen, schnell sind und übersichtlich ist. Also da muss man nicht so schwierige, originelle Tricks zeigen, weil das weiß dann sowieso keiner, sondern was halt gut aussieht. Also wenn du zum Beispiel bei einer Show dich wahnsinnig schnell auf dem Hinterrad in der Pirouette drehst, das macht ordentlich was her, ist für dich wahrscheinlich einfach. Ja, genau. Also da die schwierigen Tricks sehen meistens gar nicht so spektakulär aus. Obwohl jetzt die Japaner, die haben quasi fliegen gelernt. Mit dem neuen Titan-Fahrräder, die fliegen echt auf dem Boden, die machen solche Drehungen in der Luft. Du denkst, die Gravitation ist halt nicht mehr im Spiel. Genau, Hans, wir haben uns ja unterhalten und vorab schon auch über BMX und du hattest irgendwie gemeint, so von der Wahrnehmung, es stagniert so ein bisschen, tut sich da was beim BMX und jetzt sprichst du von neuen Material. Also die Fahrräder waren am Anfang so um die 15 Kilogramm, teilweise 20
Und das wurde dann immer leichter gemacht. Also jetzt auch die Street-Fahrräder, die guten, die sind so um die 10 Kilogramm. Und meine ist unter 9 jetzt. Da habe ich auch die erste Titan-Teile reingebaut. Nicht viel, also ich habe gerade neue Schrauben und Speichen eingebaut. Habe ich noch nicht ausprobiert, ist immer noch hier. Mein Freund hat das zusammengebaut und ich bin gespannt, wie das dann sich reagiert, weil Titan ist ein bisschen anders als was wir gewöhnt sind, der Stahl. Es ist leicht, aber ein bisschen, wie sage ich das, rigid, ein bisschen steif. Man muss sich mal sehen, ob ich damit gut arbeiten kann. Aber anderen machen das, also ich denke, das kann ich dann auch. Und jetzt machen sie auch die ersten Serie-Rahmen aus Titan in Japan. Es ist sehr teuer, sehr leicht, also so wiegt die Hälfte ungefähr. Und die machen echt neue Generation von Tricks damit. Also es macht schon was aus. Ich habe damit noch keine Erfahrung, aber... Kannst du so einen Trick erklären? Geht das über einen Podcast? Ein Trick mit dem Titanrad. Ja, also so den Rad schnell unter einen zu drehen, das war nicht so leicht mit einem schweren Fahrrad, aber mit dem leichten Fahrrad, da kannst du dann sehr schnell dann umdrehen und dann vielleicht dein Gewicht auch so verteilen auf dem Rad, dass du quasi fliegst. Also du springst ab, also sieht aus, wie wenn du fliegst und du drehst das Rad unter dich dann um und in der gleichen Zeit du drehst dich mit dem Rad. Also das sieht schon echt irre aus. Das muss man erstmal sehen. Also die Japaner machen das. Also Yuka Tagiri hat das erfunden. Er war auch in Köln, keine Ahnung, um die 2016 vielleicht. Da war er noch sehr klein. Und jetzt ist er immer noch nicht erwachsen, glaube ich. Aber er ist der Beste jetzt. Also die Japaner, die machen das. Den Namen, den kannst du uns dann nochmal genau nennen, dass wir auch den in die Shownotes packen, damit alle sich den mal ergoogeln können und gucken, was der so treibt. Also es interessiert mich sehr. Es gibt auch beim Street BMX oder Dirt gibt es ja zum Teil auch Trends, dass man sich quasi vom Fahrrad löst oder das Fahrrad durch die Luft wirft und wieder auffängt. Also es tut sich ein bisschen was. Da gucke ich auf jeden Fall mal. Ja, also das war irre zu sehen. Also die haben auch solche Battles jetzt gemacht. Die besten Fahrer in Japan, das war echt spannend für uns, weil wir haben ja schon alles gesehen, sage ich mal. Und es wird dann auch ein bisschen langweilig, so immer das Gleiche zu sehen. Also wenn du dann was Neues siehst, das ist dann echt irre. Also wir können uns auch noch begeistern. Gesehen vor einer Weile, da hat sich beim, wie heißt es, wenn du auf Rampen fährst, also Street oder Park, da haben sich BMXer von Scooterfahrern inspirieren lassen. Also die kleinen Trick-Scooter, mit denen konnte man ganz andere Sachen machen und die Leute haben auch andere Tricks gemacht und die haben sich teilweise dann Leute mit BMX-Rädern nachgemacht. Ich weiß nicht, gibt es beim Flatland da auch Einflüsse aus anderen Disziplinen oder Sportarten? Weiß nicht. Also ich glaube, mit dem Scooter, da haben die Scooter erst die BMX-Tricks gelernt und dann halt weiterentwickelt. Und genau, weil das so leicht ist und andere Möglichkeiten ergibt, da kann man dann neue Sachen erfinden. Und
dann brauchst du halt die Leichtigkeit, Mhm. die die Räder dann haben. Und like BMX, das hat sich auch ein bisschen von Breakdancing was abgeguckt. Und like die erste Fahrer, also ich sag mal, wir nennen einen bestimmten Mhm. Fahrer in der USA unser Gott, der Kevin Jones. Er hat fast alle Tricks dann erfunden. Also das hat sich dann in der gleichen Zeit in viele Städten dann entwickelt. Aber die waren an die Ostküste und haben dann nicht so viel mitbekommen. Und der eine Fahrer hat dann so einfach alles, was du so sehen kannst. Und Mhm. jetzt Basic ist, das kommt von Kevin Jones und das ist unser Gott. Also nur mal so sagen. Und das andere Gott ist Matt Hoffman. Er ist ein Rampenfahrer, der hat dann auch die erste so innovative Tricks gemacht, so rausgesprungen in der Rampe, also sehr hoch, du kannst gar nicht so weit gucken. Und dann hat dann Tricks kombiniert, also nicht nur ein Tricks in der Luft, sondern mehrere. Und er ist unser zweiter Gott. Also Matt Hoffman kennt, glaube ich, jeder. Ist auch in PlayStation. Ja. Also Matt Hoffman, glaube ich, kennen auch möglicherweise unsere Höris, die nicht BMX kennen, weil er war schon stilprägend. Er hat ja quasi den Salto erfunden mit dem BMX-Rad, der heute Standard ist. Ja, alles Und brauchen. er lebt noch. Er Ja. hatte auch die schwersten Stürze überlebt auf irgendeine Art. Und und hat eben auch solche Kombinationen auch recht. Ja. Das ist gut. Ja, unser Du kennst ihn Götterleben. persönlich, ne? Hast du noch Kontakt mit ihm? Ja, ja, Matt kenne ich, er ist ein sehr guter Freund von mir. Und er fährt, glaube ich, Genau. auch noch ab und zu. Die Amerikaner haben ja immer so viel Platz, ne? Und ab und zu sehe ich ihn dann mal hinter seinem Haus steht ja eine Rampe, wo er dann mal fährt. Also hat eine sehr große Rampe, aber er hat wie heißt das? Accident? Unfall. Er hat einen Unfall gehabt mit dem Auto und er hat da irgendwelche Verletzungen im Kopf, also er darf nicht mehr fahren. Wahrscheinlich könnte er, aber es ist sehr gefährlich. Wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten. Ich hatte noch eine Frage, vielleicht eine Frage. Auf deiner Homepage, da ist ein Bild von dir, das mir gut gefällt. Da hast du so ein Kostüm an. Ich glaube, das heißt so. Machst quasi so eine Pose. Sieht fast wie ein Modefoto aus auf dem BMX-Rad. Wer hat denn das gemacht oder aus welchem Anlass? Also, ich habe in Stuttgart Fotografie gelernt und ich habe dann auch einen Freund dann dort kennengelernt, der Matthias Hauser. Und er war auch begeistert von BMX und wollte mich fotografieren. Und dann haben wir ganz viele Serien daraus gemacht. Und dieses Bild, was du da beschreibst, ist at Rittersport. Da hatten wir eine schöne Fläche und sah echt gut aus. Und da haben wir dann einen Fotoshoot gemacht. Und dann wollten wir immer was anderes machen. Halt ein bisschen anders anzuziehen oder kombinieren mit halt Alltagsleben und so ein bisschen kreativ machen. Und da haben wir dann dieses Foto erstellt. Ach, beim Rittersportmuseum in Waldenbuch. Genau. Tolles Museum, zu empfehlen. Ja, ja. Dann sehr lecker. Ja, bei Lecker und der Hans hat's ja gerade schon angemahnt mit der Zeit. Wir kommen langsam aufs Ende zu und Lecker passt auch. Du warst in vielen Ländern bisher schon. Und wo, wo fühlst du dich am wohlsten und wo ist das Essen am besten? Oder gibt's irgendwas? Oh,
Also das Essen ist Indien am besten, mit Sicherheit. Und auch gesund. Also das Essen, wir lieben das hier. Aber unsere Zeit geht hier zu Ende, glaube ich. Und also Ungarn hatten wir auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe leider Deutschland vor 10 Jahren verlassen müssen. Dann würden wir aber wieder gerne dorthin. Also da sind wir auch jeden Tag dann Rad gefahren und wir lieben diese Radwege, dass du auch mit dem Fahrrad überall hingehen kannst. Also in Ungarn ist das nicht so. Deswegen würden wir auch gerne zurück nach Deutschland und suchen auch den Weg jetzt zurück. Ja, Und du ich kannst hoffe, ja, dass wir das du finden. kannst ja mal schauen. Ich habe nämlich in Deutschland ändert sich ja die Arbeitswelt ein bisschen. Also es gibt immer mehr Menschen, die keine 40 Stunden die Woche mehr arbeiten, sondern etwas weniger. Also auch keine 48 wieder in Ungarn. Und so dass man eben Sachen kombinieren kann. Vielleicht findet ihr ja dann da auch die Möglichkeit, einen Job zu haben, der Spaß macht und aber trotzdem weiter Fahrrad zu fahren, weil du willst so lange Fahrrad fahren, wie du kannst, habe ich den Eindruck. Ja, also ich gebe alles. Also jetzt hier auch, wir haben vieles aufgenommen. Also jetzt wegen die Regen hat es ein bisschen zurückgenommen, Reels zu machen. Aber wenn wir rausgehen, dann gebe ich alles, dass ich so viel wie möglich aufnehmen kann und den BMX dann überall zeigen kann, weil das ist echt neuer Sport hier. Die haben teilweise das noch nie gesehen, nie davon gehört. Und das würde ich gerne zeigen, aber auch überall und zeigen, dass auch BMX eine gute Möglichkeit ist, Spaß zu haben und auch als Werbemittel zu nutzen. Also früher haben wir BMX in sehr viele Filme gesehen und das ist jetzt nicht mehr so. Aber jedes Mal, wenn das da ist, dann ist das halt was Cooles. Und das würde ich gerne unterstützen, dass das wiederkommt. Also es soll wieder die Zeit haben, dass jeder das machen kann, erreichbar ist und Spaß hat. Und ja, dafür würde ich alles tun, dass das wieder ist. Weil heutzutage ist es sehr schwierig, auch für die Kinder irgendwas zu finden. Und die machen halt nicht viele Aktivitäten. Und das ist eine sehr gute Sache, was zu lernen und auch sich mit der ganzen Welt verbinden. Also ich habe da so schöne Erfahrungen, ich würde das für nichts aufgeben. Also von Zeit zu Zeit muss man aufhören wegen irgendwelcher Umstände, aber ich würde nie damit aufhören. Also das Radfahren, BMX zu fahren in Flecken, das ist echt das Beste im Leben für uns. Und das kann auch für andere sein. Und das ist auch eine Tür zur Welt. Anscheinend, ja. Ah, das hast du schön gesagt, ja. Nee, das passt und nicht nur und eben für Mädchen, für Frauen, für Jungs, für Männer, für jeden. Genau. Du kannst das von Kleinkind bis zum Rentensalter machen. Also das wirklich. Also die erste Generation Ja. geht zur Rente. Das ist echt Sport fürs Leben. Und das, was ich noch nicht erwähnt habe, also alle, die fahren, die sehen dann auch jung aus, weil die fahren. Und wenn die aufhören zu fahren, dann altern die sehr schnell. Also das ist unser Elixier. Sehr empfehlenswert. Gut, also ein Jungbrunnen. Sehr schön. Was denkst du, Hans? Hast du noch eine Frage zum Schluss?
Nee, ich finde eigentlich, dass das ein paar ganz gute Schlussworte waren und würde eher vorschlagen, dass wir uns vielleicht dann, was weiß ich, in einem Jahr oder so mal wieder mit dir treffen, Monika. Und mal gucken, wie es weitergeht, was sich weiterentwickelt hat. In der Zwischenzeit gucken wir noch ein bisschen, oder ich noch ein bisschen genauer drauf, was die Leute in Japan machen und was sich andere abschauen. Also anscheinend tut sich ja was, ne? Ja, da gucke ich auch und dann gucke ich mir auch die Fahrräder an, auf jeden Fall. Wir sagen dir, Moni, vielen Dank, dass du bei Vielen uns Dank. warst und freuen uns aufs nächste Mal. Jawohl. Danke dir. Ich danke mich. Bis bald.